Heute treffen wir uns zur Plenarversammlung der DIZ. Das ist der jährliche Vernetzungsanlass, wo die Akteurinnen und Akteure der DIZ zusammenkommen und sich über neue Aktivitäten austauschen und sich vernetzen. Wir machen das dieses Jahr mit dem Fokus auf die DIZ-Bildungsförderung. Das heißt, dieses Jahr sind die Programme und Projekte aus der Bildungsförderung eingeladen, sich hier auf der Plenarversammlung vorzustellen, darüber zu informieren, was sie tun und sich zu vernetzen. Auf dem Podium geht es um Kompetenzen für das digitale Zeitalter. Von jeder Hochschule wird ein Vertreter berichten, welche Strategien die DIZ-Hochschulen dort spezifisch fahren, welche Projekte und Programme sie im Kontext der Bildungsförderung angelegt haben. Bei den Postern gehen wir dann ins Detail. Da werden wir die einzelnen Projekte kennenlernen und die Projektmitarbeitenden und Projektleitungen sind da, um Informationen darüber zu geben und in den Austausch zu kommen. Das Koordinationsgremium Bildungsförderung wurde 2022 als eine Begleitgruppe eingerichtet, die das Programm Bildungsförderung der DIZ unterstützt. Wir haben uns im ersten Jahr der Zusammenarbeit darauf konzentriert, welche Arbeitsbereiche, welche Handlungsfelder wir bespielen wollen. Das ist das Koordinieren, das Kommunizieren und das Explorieren. Wichtig ist hierbei vor allem die Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen. Die einzelnen Programme und Projekte sind oftmals Kooperationen zwischen den Hochschulen, die auch national mit Programmen und Projekten vernetzt sind und letztlich dazu beitragen, den digitalen Wandel an den Hochschulen zu gestalten. Bildung im digitalen Wandel, das bedeutet das Lehren und Lernen mit digitalen Medien, das bedeutet auch den Erwerb instrumenteller Fähigkeiten mit digitalen Medien. Es bedeutet die Digitalisierung von Bildungsprozessen, es bedeutet, dass wir eine kritische Auseinandersetzung der Digitalisierung und ihrer Implikationen auf die Gesellschaft reflektieren können, kritisch reflektieren können und das eben in unseren Bildungsangeboten miteinander weiterentwickeln. Digitale Kompetenzen, da ist insbesondere wichtig ein souveräner Umgang mit digitalen Anwendungen. Das meint einerseits, dass man technische Kenntnisse über digitale Anwendungen hat und andererseits aber auch um einen sicheren Umgang weiß. Und was, denke ich, auch noch dazu gehört, ist das kritische Reflektieren, was man momentan jetzt zum Beispiel bei der künstlichen Intelligenz sieht. Also ich sehe die Anknüpfungspunkte für einen universitätenübergreifenden Austausch, insbesondere in den großen Themen, die uns alle beschäftigen. Sei es das Thema künstliche Intelligenz, was jetzt ganz aktuell ist. Wir haben da schon viel Austausch gehabt mit anderen Universitäten und eben gerade auch Teaching and Learning Centern, die uns Ähnliches berichtet haben, die ähnlichen Problematiken aufweisen oder sich die gleichen Fragen stellen in Bezug auf die Lehre. Und ich finde, dass man gerade über so größere Themen sehr, sehr gut in einem Netzwerk sich verbinden kann. Aufgelöst steht OER für Open Educational Resources. Das sind also offene Bildungsmaterialien, die man ins Netz stellt und so mit Dozierenden weltweit teilt, aber auch mit Lernenden. Digitale Transformation, lebenslanges Lernen und nachhaltige Entwicklung kommen eigentlich im Thema OER so ganz eng zusammen, weil wenn Lehrmaterialien öffentlich bereitgestellt werden, dann können sich Dozierende daran bedienen, für ihre eigenen Seminare ihre Lehre digitalisieren. Diese Materialien sind aber auch öffentlich verfügbar für alle, die schon aus der Hochschule raus sind, sich eben im Beruf weiterentwickeln wollen, im lebenslangen Lernen. Aber diese Materialien stehen ja auch weltweit zur Verfügung und können auch an kulturelle andere Bedarfe angepasst werden. Also das unterstützt sehr stark den Aspekt der hochwertigen Bildung, chancengerechten Bildung für alle. Wir, die Zürcher Hochschulen, haben alle eigentlich dieselbe Herausforderung. Die digitale Transformation zu adressieren, junge Menschen bereit zu machen, sich in einer digitalisierten Welt zu bewegen, sich in ihrem Berufsfeld zu bewähren und auch eine gewisse Balance zu finden zwischen dem Digitalen als Persönliche, als Einzelperson und das Digitale in meinem Berufsleben. Das ist unsere Gemeinsamkeit. Und das Nachdenken über die kritische Nutzung und den kritischen Einsatz des Digitalen im Studium, im Beruf, im Privaten, das ist eines unserer weiteren Ziele von DigiBasics.
Ich würde sagen, man ist immer in seiner Bubble, in seiner Hochschulbubble. Und durch diese Multiperspektiven der Zürcher Hochschulen bekommen wir einfach auch die Anreize von den anderen Hochschulen. Wie läuft es da? Was passiert da? Was sind die Themen, die einen umtreiben? Und manchmal auch, bei euch ist es auch so, ich bin beruhigt. Meistens unterrichtet man in Räumen. Und Räume müssen so ausgelegt sein, dass mein agiles Setting auch funktioniert. Deswegen setzt Digital Skills und die Spaces zusammen. Meiner Meinung nach passiert echte Innovation nur dann, wenn ich mit anderen Menschen rede. Innovation ist für mich, neue Dinge zu verknüpfen. Wir leben in einer Zeit, wo wir Innovation brauchen. Wir brauchen neue Perspektiven, neue Gestaltungsmomente. Und dieses Verknüpfen passiert genau an solchen Veranstaltungen und genau mit der DITS.